und herzlich willkommen hier im Livestream des Deutschen Museums. Wir befinden uns ganz oben im 5. Stock unterm Dach, also den Sternen ganz nah, und zwar in der Kosmologie. Und damit wir hier so ein bisschen einen Einblick in die Kosmologie bekommen und in die letzten 14 Milliarden Jahre, habe ich einen Experten bei mir, nämlich den Kurator der Kosmologie, Christian Sieker. Hallo. Hallo. Woher die Leidenschaft für die Sterne? Also ich bin ja so ein Mensch, ich liege gerne am Abend auf dem Balkon, gucke einfach nur hoch und es können von mir aus 4 Stunden vergehen und ich schaue mir die Sterne an und es wird nicht langweilig. Geht es dir auch so, oder? Ja, bei mir kommt eher die Liebe für die Kosmologie oder für die Astronomie aus der Physik raus eigentlich, dass ich so verstehen wollte, wie die Welt eigentlich um uns funktioniert, und wenn man dann immer weiterdenkt, dann kommt man irgendwann zur Kosmologie, und das ist dann mein Forschungsgebiet früher mal gewesen, und dann bin ich ans Deutsche Museum gekommen. Da war damals die Einstein-Ausstellung, das war 2005. Okay. Und da hat man jemanden gebraucht, der sich ein bisschen mit Einstein auskennt. Dann hat man gesagt, ja, da wäre ich vielleicht nicht schlecht. Und da habe ich angefangen und dann bin ich so reingerutscht. Und mittlerweile mache ich es schon einige Zeit. Wie reagieren die Leute darauf, wenn man sagt, ich kenne mich mit Einstein aus? Fangen sie an wegzulaufen oder kommen interessierte Fragen? Naja, das Gespräch ist auch oft ziemlich schnell beendet dann. Also man hat so das Gefühl, Einstein, ja, das kennt man, aber es ist für viele auch so ein bisschen abgehakt. Ja, und das macht Angst, weil man sich denkt, man versteht es nicht. Vermutlich auch, ja, vermutlich auch. Falls man übrigens noch eine dritte Stimme hört, das sind nicht die Sterne, die zu uns sprechen, sondern die Ausstellung. Da läuft ein Film, oder was ist das, was da läuft? Genau, wir sind jetzt ja tragischerweise in einer komplett leeren Ausstellung. Und wir haben normalerweise hier in der Mitte einen Film laufen, der nochmal die gesamte Geschichte des Universums im Zeitraffer darstellt. Und das ist eigentlich immer ganz schön. Wir haben ein großes Sofa hier in der Mitte und da können sich die Besucher dann drauflegen, können in den Himmel schauen und können dann quasi die gesamte Geschichte des Kosmos vor ihrem Auge abrieseln lassen. Okay. Das ist also für die entspannten Besucher, und man sieht auch immer Jugendliche, die dann da drauflitzen. Na gut. Also wir ignorieren die Stimme, die sonst noch im Hintergrund läuft. Normalerweise ist das ja im Museum so, wir fragen uns ja, wo sollen wir denn anfangen? In der Kosmologie ist es relativ einfach. Fangen wir einfach ganz vorne an, beim Urknall, würde ich sagen, oder? Genau, das ist in dem Fall einfach. Und noch ein bisschen was vielleicht zur Ausstellung, die wir jetzt hier überhaupt sehen, weil, wie gesagt, wir haben eine relativ große Astronomieabteilung im Deutschen Museum. Wir haben ja 2 Sternwarten, wir haben auch ein Planetarium, ein großes, und wir haben eine Ausstellung, die auch sehr viel Astronomiegeschichte darstellt. Und das ist eine Ausstellung, die ist jetzt ein bisschen neueren Datums. Das heißt, die Astronomieausstellung, die große, die unten ist, die ist von 92 und die ist von 2009. Und das bisschen Besondere ist, dass die eigentlich so die aktuelle Forschung auch darstellt. Und der Grund dafür ist, dass die von aktuellen Forschern gemacht worden ist. Die wurden nämlich von den Forschungsinstituten, die hier in München sind, also vom Max-Planck-Institut für Physik, vom Max-Planck-Institut für Astronomie, vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, das ist so ein Konsortium, und vom Exzellenzcluster. Also da haben ganz viele mitgewirkt, und die haben einzelne Forschungsprojekte, die in der Kosmologie angesiedelt sind. Und dann haben sie gesagt, sie machen hier eine Ausstellung. Und deswegen ist es so ein Schaufenster der aktuellen Forschung. Und das ist natürlich, denke ich mal, vielleicht ganz spannend. Okay, aber also ich habe gelernt, es ging alles los vor 14 Milliarden Jahren. Stimmt das zumindest noch? Ja, das stimmt. Okay. Also man ist da am Feintunen momentan, also 13,7, 13,8 oder sowas. Aber gut, wollen wir nicht zu genau sein. Ja, natürlich, die paar Millionen Jahre hin oder her. Genau. Ich hab ja in der Schule gelernt, Urknall, es war alles winzig, winzig, winzig klein und innerhalb von einer Sekunde richtig groß. Aber du kannst es wahrscheinlich sehr viel besser erklären. Ja, also wie gesagt, es gibt immer erste Fragen, also das große Modell, wie eigentlich der Kosmos so generell funktioniert. Und dann gibt es zweite Fragen. Und die Wissenschaftler stellen auf zweite Fragen, und wenn man die erste Frage nicht beantwortet hat, verstehen wir die zweite Frage nicht. Also zuerst mal vielleicht dazu, wie ist das ganz große Modell vom Kosmos? Das ganz große Modell ist irgendwie, alles strebt von uns weg, die Galaxien. Galaxien sind ja wesentlich größer als Sterne, also Galaxien bestehen ja aus 100 Milliarden Sternen, sind Systeme, die sind verteilt irgendwo im Raum, und die Galaxien, die weit entfernt sind, und das haben wir schon Anfang des letzten Jahrhunderts festgestellt, die streben
auseinander, relativ schnell. Und dann haben wir sich gesagt, na gut, irgendwann muss alles eng zusammen gewesen sein, denn es strebt ja immer weiter auseinander. Und das war so die Anfangsüberlegung. Distancing sozusagen. Ne? Wir versuchen alle möglichst weit voneinander entfernt zu sein. Genau, ja, genau. Okay. Also man hat auch Rosinenkuchenmodell oft gesagt. Also wie ein Rosinenkuchen quasi, die Rosinen sind die Galaxien und dann geht der Rosinenkuchen auf und dann entfernen sich alle Galaxien voneinander. Weil das ganze Stück einfach größer wird. Genau, weil das ganze Stück größer wird. Und oft hat man, manche verwechseln so ein bisschen, wenn wir denken, wir sind hier an einem Punkt, ja, und ich schaue dann weit entfernte Galaxien an und die bewegen sich mit einer gewissen Geschwindigkeit weg von uns, dann denke ich bin irgendwie im Zentrum. Das ist aber nicht so. Das ist wie ein Rosinenkuchen. Ja. Sie stellen sich vor, Rosinenkuchen, das geht auf und genau. Und der Rosinenkuchen, den schrumpfen Sie zusammen. Wir denken in der Zeit zurück einfach, schrumpfen zusammen und irgendwann geht er eben in den Fußball rein. Der ist jetzt auch schon ein bisschen verschrumpelt, also ein bisschen älter. Auch wie eine Rosine. Ein bisschen älterer Fußball. Er wird auch gern geklaut übrigens. In diesem Beispiel ist unsere Milchstraße eine Rosine, richtig? Genau. Okay. Unsere Milchstraße ist eine Rosine und die Rosinen sind dann, die ganzen Galaxien sind weit verteilt und alles strebt voneinander weg. Und wie gesagt, anfangs war es enger zusammen. Das schließt man einfach daraus im Grunde genommen. Und und irgendwann war alles in so einem Fußball drin und das muss man sich mal vorstellen. Also es ist tatsächlich so, dass man heute, unsere Galaxie besteht ja aus 100 Milliarden Sternen. Jetzt muss man sich das nochmal mal 100 Milliarden vorstellen. So groß ist der sichtbare Kosmos. Und das alles packen wir in diesen Fußball. Das kann doch gar nicht sein. Ja, doch. Die Physiker sind der Meinung, ja doch, es geht. Also man kann es zumindest rechnen. Vorstellen ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, man stellt sich vor, allein die Erde in den Fußball reinzupacken, stellt man sich schon als unmöglich vor. Aber nein, es sind wie gesagt 100 Milliarden Sterne und 100 Milliarden Galaxien in dem Fußball am Anfang. Und das muss man sich vorstellen. Also das ist schon eine schwere Vorstellung. Das ist unmöglich. Und die Physik ist auch relativ strange natürlich am Anfang. Ja, das ist so die Vorstellung am Anfang. Und man ist tatsächlich bis relativ einen kurzen Zeitpunkt nach dem Urknall mit den Theorien, die wir heute haben, zurückgegangen und kann zurückgehen. Das liegt daran, dass wir eben Experimente machen, teilweise an Hochenergiebeschleunigern, die eben solche Energiezustände, wie man damals vermuten kann, eben schon herstellen kann zum Teil. Also wir kommen dann nachher noch zum Large Hadron Collider, das ist kurz nach dem Urknall, aber eben ganz am Anfang und irgendwann bricht es dann aber zusammen. Also irgendwann wissen wir dann nichts mehr. Das ist ganz kurz nach dem Urknall, 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Urknall. Also das ist quasi eine 0, dann kommen 42 Nullen, dann eine 1. Ungefähr, also so eine kurze Zeitpunkt nach dem Urknall und da wissen wir nichts mehr und der Grund ist der, dass unsere Theorien da einfach versagen. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, warum ist es losgegangen? Wer hat den Fußball getreten? Nö, das wissen wir nicht. Es gibt verschiedene Theorien darüber, dass es irgendwann so eine Quantensuppe gewesen ist, so eine Quantenfluktuation und dann ist unser Universum da hervorgegangen als Quantenfluktuation aus diesem Anfangsgewabbere irgendwie. Aber eine konkrete Theorie haben wir nicht und vor allem auch keinerlei Experimente, die uns über diese Energien irgendwelche Aussagen machen können. Dann reisen wir jetzt mal in der Zeit weiter. Am Anfang reisen wir in sehr kleinen Schritten, oder? Sehr kleinen Schritten, sehr kleinen. Also man kommt dann in den Zeitraum, am Anfang, da wird wie gesagt 10 hoch minus 43 Sekunden, das ist die sogenannte GUT-Ära, Grand Unified Theory. Und der Punkt ist, dass wir da noch nicht so genau wissen, was eigentlich passiert. Und am Ende dieser Ära, da passiert was Eigenartiges und das wissen wir eigentlich auch noch nicht so genau, warum. Und das ist jetzt hier veranschaulicht. Also das hier, der dunkle Sand, der veranschaulicht die dunkle Materie, die Antimaterie und das ist die Materie. Also man kennt diese Geschichte mit Materie und Antimaterie und beides kann sich zur Strahlung vernichten. Und hier, was man jetzt hier veranschaulicht sieht, ist, dass im Grunde genommen diese ganze Antimaterie und die Materie hat sich am Anfang zur Strahlung vernichtet. Und dann ist aber was übrig geblieben. Und das, was übrig geblieben ist, das sieht man jetzt da. Das ist ein so Körnchen. Dieses eine kleine Sandkorn. Dieses eine Sandkorn. Und aus diesem einen Sandkorn ist alles entstanden. Alle Galaxien,
alle Sterne, alle Menschen. Das ist dieses Überschuss, das ist die Überschuss an Materie über die Antimaterie. Und das ist das, wo man sich so ein bisschen wundert, denn alle Experimente, die wir kennen, ja, das kann man in Beschleunigern tatsächlich anschauen. Sie kennen vielleicht diese Nebelkammeraufnahmen, wo ein Photon rast rein und dann erzeugt es ein Teilchen und ein Antiteilchen. Die streben dann so auseinander. Man hat es vielleicht mal gesehen. Und diese Antiteilchen und Teilchen können sich auch wieder vernichten. Aber man hat nie einen Prozess festgestellt, wo auf einmal aus Strahlung mehr Materie als Antimaterie entsteht. Diesen Prozess hat man nie festgestellt. Und da fragt man sich, wie ist das zustande gekommen? Das ist eine große Frage. Und hätte es das nicht gegeben, dass da dieses kleine Sandkorn übrig bleibt, dann wäre einfach nichts übrig geblieben und dann gäbe es kein Universum. Ja, ein Universum schon, bloß ein relativ langweiliges, mit nur Strahlung. Oh. Also Strahlung, die langsam im Laufe der Zeit sich ausdehnt, immer kühler wird. Am Anfang war es sehr heiß und dann ist es immer kühler geworden. Und dann irgendwann wird es eben ganz kalt. Aber im Grunde genommen recht langweiliges Universum, also wenn man sich vorstellt, zu dem Universum, das wir eigentlich heute sehen. Okay. Und was ist mit diesem Sandkorn dann passiert? Naja, dann ist Folgendes passiert. Dann haben sich erstmal diese Teilchen zusammengeballt. Also man kennt ja, und hier ist im Standardmodell ist gezeigt, dass man verschiedene Familien hat und dass Quarks und Antiquarks auch existieren. Und die haben sich dann vereinigt und dann hat man die Quarks und dann pappen die Quarks zu Protonen zusammen und dann entstehen die ersten leichten Atomkerne. Also die ersten leichten Atomkerne bedeutet Wasserstoff und Helium ist am Anfang im Grunde genommen entstanden. Und okay, also das, was im Periodensystem der Elemente steht, war am Anfang noch gar nicht voll. Da waren noch viele leere Plätze. Es waren ganz viele leere Plätze und der Grund dafür ist, dass eigentlich die meisten Elemente, und da kommen wir nachher vielleicht nochmal dazu, später entstanden sind, in den Sternen. Nicht im Urknall, sondern in den Sternen. Im Urknall sind eigentlich nur Wasserstoff und Helium entstanden. Und dann noch ein bisschen Lithium und ein bisschen andere leichte Elemente, aber nur in Spuren. Okay. Und das ist im Urknall entstanden. Also man hat jetzt im Grunde genommen, nach einer bestimmten Zeit, hat man so ein Plasma, noch keine richtigen Atome, denn die Atome und die Elektronen sind noch voneinander getrennt. Man hat so ein Plasma, sowas wie in der Sonne in der Mitte drin. Das ist auch ein Plasma. Und sowas hat man und das Ganze dehnt sich immer weiter aus und kühlt langsam ab. Das ist vielleicht das ist so ein bisschen das große Bild. Vielleicht, wenn man da nochmal, das ist jetzt wieder kurz ein bisschen Rückschritt, weil man nämlich versucht, momentan auch festzustellen, wo diese Asymmetrie herkommt. Also die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Dass da eben was übrig bleibt. Dass was übrig bleibt. Und da macht man Experimente, das ist das Bell-Experiment in Japan zum Beispiel, da lässt man Elektronen und Antielektronen aufeinanderknallen und das ist ein Detektor und da versucht man kleine Unregelmäßigkeiten festzustellen, die dann darauf hindeuten, es ist irgendwo mehr Materie als Antimaterie übrig geblieben. Also es sind so Experimente. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, immer das zu erklären, weil es natürlich die Forschung behandelt eigentlich zweite Fragen. Also Fragen, die man erst stellt, wenn man das erste große Bild schon irgendwie so ein bisschen verstanden hat. Sag mal, also dieses Plasma, ne, das dehnt sich so aus, aber das war ja nicht irgendwo drin und hat sich in einem Raum ausgedehnt, sondern das war ja auch schon Raum und alles, oder? Genau, es hat sich eigentlich der gesamte Raum ausgedehnt. Und das kann man sich vielleicht so, man stellt sich immer mit einem zweidimensionalen Analogon vor. Wir haben leider keinen Zugang zu wirklicher Vorstellung von Vierdimensionalität. Also, und man stellt sich das Analogon so vor, dass man sagt, okay, man hat einen Luftballon. Und jetzt nehmen wir an, man kennt nur die Oberfläche von dem Luftballon. Man kennt sonst nichts anderes. Und man ist ein Wesen, das zweidimensional auf dem Luftballon rumlaufen kann. Ja? Und das ist der gesamte Kosmos. Ja? Und dieser Kosmos, den bläht es quasi auf. Ja? Das ist die Analogon dazu, dass ich sage, ich habe einen dreidimensionalen Raum und den dreidimensionalen Raum bläht es auf, aber den Raum insgesamt bläht es auf. Es bläht nicht
irgendeine Explosion in einem Raum bläht irgendwas auf oder so, sondern den Raum insgesamt bläht es auf. Das ist immer ein wichtiger Verständnispunkt. Das ist das, bei dem normale Menschen einfach sagen, mein Gehirn macht da nicht mit, kannst du vergessen, aber Physiker müssen sowas einigermaßen hinkriegen. Richtig? Deswegen haben wir solche Analogieschlüsse immer gezogen und das machen Physiker ja auch. Also der Mensch denkt ja über Analogien. Und auch Physiker oder Kosmologen denken ständig über irgendwelche Analogien nach. Sie können sich viele Sachen auch nicht vorstellen, sie können sie rechnen. Aber die Vorstellung passiert oft über eine Analogie. Also das ist, man darf sich da nicht zu hochtrabende Vorstellungen machen, was sich Physiker alles vorstellen können. Sie können sich es, glaube ich, auch nicht vorstellen. Die vertrauen einfach auf die Zahlen. Ja, genau. Okay, wir stehen jetzt hier bei eine Sekunde nach dem Urknall. Es ist noch gar nicht mal eine Sekunde. Das ist sowas wie eine ich glaube, Pikosekunde. Ich kann mir Zahlen nicht so gut merken, aber es ist so eine Pikosekunde wäre quasi sowas wie 10 hoch, glaube ich, minus 12 Sekunden nach dem Urknall. Also das ist schon relativ kurz. Und da können wir tatsächlich schon Experimente machen. Also das ist jetzt ein Schnitt durch den Large Hadron Collider. Und das ist dieses berühmte Riesending, das genau. durch die Erde geht. Und genau. Ja. Und das ist ein 26 Kilometer langer Ringbeschleuniger, der am CERN in Genf steht, unter der Erde. Also ein riesengroßer Ring. Und da werden Teilchen beschleunigt. Okay, also das hier ist der Durchschnitt von diesem Ring, der ist 26 Kilometer im Kreis. Genau. Das ist ein Durchschnitt. Man sieht es hier rechts in dem Film. Da kann man ein bisschen durch den Tunnel durchfahren. Und da sieht man diese Dipolmagneten. Das ist ein Teil von diesem Dipolmagnet. Der Witz ist, dass die Teilchen in der Spur gehalten werden müssen. Also die müssen ja im Kreis rumlaufen, ansonsten kommen sie nicht mehr zurück. Ja. Und deswegen, sie müssen in der Spur gehalten werden und da brauche ich wahnsinnig starke Magnetfelder. Und wahnsinnig starke Magnetfelder, da brauche ich wahnsinnig starke Ströme. Man weiß, ein Elektromagnet, man hat irgendwie einen Strom, lässt den im Kreis laufen, entsteht ein Magnetfeld. Und ich brauche aber so starke Magnetfelder, dass ich tatsächlich Supraleiter brauche, um diese hohen Ströme hinzukriegen, dass ich diese hohen Magnetfelder hinkriege. Und hier um dieses Ding rum, da fliegen tatsächlich dann die Teilchen durch. Da sind also diese supraleitenden Magneten angeordnet. Und man macht das, um herauszufinden, was in dieser kurzen Zeit nach dem Urknall eigentlich passiert ist im Universum, oder? Genau. Also das ist natürlich ein Ziel, aber es ist ein wichtiges Ziel. Also man versucht natürlich das Standardmodell, das vorher hier schon beschrieben worden ist, also wie viele Teilchen es überhaupt als Grundbausteine unserer ganzen Materie gibt und so, das versucht man halt zu vervollständigen. Und man weiß ja auch, dass irgendwann das Higgs-Boson mit dem Ding entdeckt worden ist und das war dann nochmal ein Teilchen, das man quasi gesehen hat. Aber im Grunde genommen sind es Vorgänge mit dieser hohen Energie, die im ganz frühen Kosmos stattgefunden haben, die man da eigentlich live nachvollziehen kann. Also wie gesagt, das sind diese Röhren da und da fliegen jetzt Protonen durch. Das sind so Wolken von Protonen, ungefähr 1000 Protonen, kann man sich vorstellen. Und die fliegen da mit fast Lichtgeschwindigkeit durch, komplett schnell und dann werden die an einem bestimmten Punkt, hier sieht man es jetzt gerade im Film, werden die zum Zusammenstoß gebracht. Und dort entstehen diese hohen Energien, die man auch am Anfang des Kosmos eigentlich hat. Und dann hat man riesenschalenartige Detektoren aufgebaut, um diesen Zusammenstoßpunkt rum und da verfolgt man alle Teilchen, die da auseinanderstreben. Alle Teilchenspuren. Und daraus kann man rückschließen, was am Zusammenstoßpunkt für Physik passiert, was da wirklich, welche Teilchen sich in welche Teilchen umwandeln und so weiter. Das ist der Punkt. Hier ist nochmal so ein kleiner Detektor gezeigt, der ganz in der Nähe am Zusammenstoßpunkt liegt und die großen Detektoren, das können wir halt alles nicht mehr ausstellen. So. Weil sie zu riesig sind. Es ist alles zu groß. Also man muss sich vorstellen, dass der Atlas-Detektor, das ist eines der Hauptdetektoren am CERN, der hat die Größe vom Hochhaus. Also ist riesig. Ganz schön große Sachen, um so kleine Dinge zu entdecken, oder? Ja, das braucht man mittlerweile. Mittlerweile braucht man eben auch große Forschungskonsortien. Das tut nicht mehr der einzelne Wissenschaftler, der irgendwo in seinem stillen Kämmerchen quasi forscht, sondern es sind mittlerweile natürlich große Forschungszusammenschlüsse, die solche Dinge betreiben und die dann auch dann zu den entsprechenden Ergebnissen kommen. Hier sehen wir mal den Tunnel, wie er beschaffen ist. Ja, das ist so im Grunde genommen die Physik, die man eben am Anfang schon tatsächlich auch auf der Erde nachvollziehen kann.
Und dann habe ich erklärt, dass im Grunde genommen man hat dieses Plasma, das sich ausdehnt und irgendwann passiert dann ein ganz entscheidender Schritt, und zwar nach ca. 380.000 Jahren. Und der entscheidende Schritt ist der, dass das Universum dann durchsichtig wird. Okay, also so lange, 380.000 Jahre war Plasma? War Plasma. Plasmagewabber. Und Plasma hat die Eigenschaft, dass ich da definitiv nicht durchschauen kann, sondern ich habe eigentlich ständig stoßen eigentlich die Lichtteilchen mit den Elektronen zusammen. Ich habe ja geladene Teilchen, Atomkerne sind positiv geladen, Elektronen negativ, und ständig wechselwirkt es mit dem Licht. Und dadurch können sich die Photonen, also die Lichtteilchen, können sich nicht frei ausbreiten. Und jetzt habe ich irgendwann einen Zeitraum, da ist es so, dass die Elektronen dann an den Atomrümpfen dranpappen, dann ganz normale Atome bilden, und dann wird es tatsächlich durchsichtig, die Lichtteilchen bewegen sich dann frei durch den ganzen Raum. Okay, das ist das, was wir uns unter Raum vorstellen. Leer ist erst genau. nach 400.000 Jahren passiert. Nach 380.000, genau. 400.000 passt auch. Also die Kosmologen nehmen es nicht so genau, weil ich meine, das kann immer noch sein, dass sich so ein paar Kommastellen verschiebt. Nee, okay. Aber es ist ungefähr so, wie wenn man so einen Schal hat und den zieht man auseinander und die Maschen werden größer und plötzlich kann man durchgucken. Ja. Habe ich jetzt ganz einfach erklärt. Oder gut, okay, ich mit meiner Allegorie. Machen wir weiter. Aber das Entscheidende eben an diesem Punkt ist, dass es tatsächlich durchsichtig wird, ist, dass man schon in den 40er Jahren, das hat schon Gamow und andere, die haben festgestellt, okay, wenn das tatsächlich durchsichtig wird zu dem Zeitpunkt, und zu dem Zeitpunkt hat das Universum so 3000 Grad sowas, ja, dann, und diese Photonen bewegen sich dann weiter frei rum, dann müssen wir die sehen können. Die müssen wir empfangen können. Diese Photonen, die sich quasi jetzt 13,7 Milliarden Jahre durchs Universum frei bewegt haben, die müssen wir hier empfangen können. Und das ist ein Experiment gewesen, das man in den 60er Jahren gemacht hat. Eigentlich kein Experiment, eine Beobachtung. Und die hat dann eigentlich zum Durchbruch des Urknallmodells geführt. Das war damals 64 Penzias und Wilson, und wir haben die Apparatur auch am Museum. Wir sind nur hier jetzt momentan örtlich etwas beschränkt, deswegen die Apparatur von Penzias Wilson. Mit der Apparatur haben sie damals an den Bell Laboratories zum ersten Mal dieses Nachleuchten vom Urknall festgestellt. Und jetzt ist es so, man muss sich vorstellen, am Anfang war die Strahlung sehr heiß, und jetzt expandiert das Universum, und was passiert? Der Raum expandiert wirklich. Und der zieht quasi die Wellenlänge von dem Licht mit. Das heißt, die Wellenlänge von dem Licht wird länger. Was passiert dann? Die Lichttemperatur wird kühler, und wir haben heute, messen wir die Strahlung bei 2,7 Kelvin. Das ist natürlich eine saukalte Strahlung. Deswegen kann ich die nicht so einfach sehen. Ja, Sonnenstrahlung kann ich ja leicht sehen oder was. Aber eine Strahlung, die nur 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt liegt, also absoluter Nullpunkt ist minus 273 Grad, und die nur 3 Grad drüber liegt, das ist eine Temperaturstrahlung, die ist heute im Mikrowellenbereich. Die sehe ich überhaupt nicht mehr mit dem Auge. Die sehe ich nur noch mit Mikrowellenempfängern. Und Penzias und Wilson, die haben da diese riesen Antenne aufgebaut. Und die wollten was ganz anderes messen. Die wollten eigentlich Strahlung aus der Milchstraße messen. Und die haben eigentlich gedacht, sie müssen irgendwie ihre Antenne erstmal fit machen für diese Beobachtung dieser 21 Zentimeter Linie ist es eigentlich. Und sie müssen ihre Apparatur fit machen dafür. Und dann haben sie eine Rausstrahlung festgestellt. Die Rausstrahlung ist nicht weggegangen. Sie haben verschiedene Methoden ausprobiert, und alles hat nichts genützt. Und zum Schluss haben wir festgestellt, das ist das Nachleuchten des Urknalls. Okay, das heißt, man hat eigentlich gedacht, man macht irgendwas falsch. Das kann doch nicht sein, dass da diese Strahlung ist. Und am Ende war die Strahlung der Hinweis darauf, wie das ganze Universum entstanden ist. Ja. Und das Lustige ist eigentlich, also einerseits ist natürlich bemerkenswert, wie
akribisch Penzance und Wilson an ihre Messung rangegangen sind. Denn die haben ja nicht von vornherein diese drei Kelvin Mikrowellen-Hintergrundstrahlung gemessen, sondern die haben erstmal gedacht, es ist halt was anderes. Zum Schluss, es gibt die Geschichte, die kennen viele, dass sie gedacht haben, es sind Tauben, die in der Antenne sitzen und die dort ihre weiße Hinterlassenschaften in der Antenne hinterlassen. Das ist das eigentliche Problem. Also sie haben wirklich alles ausgeschlossen. Und diese Akribie, die hat im Endeffekt dann zum Erfolg geführt. Also es ist nicht nur immer diese großen Riesenexperimente wie am CERN oder wie woanders teilweise, sondern es sind auch oft diese kleinen Experimente, wo sich ein Forscher jahrelang quasi akribisch in die Sache vertieft, die dann eigentlich zu solchen Entdeckungen führen. Das ist das Interessante daran. Ich weiß, wie das ist. Also wenn ich etwas Bestimmtes suche, zum Beispiel meine Schlüssel, dann könnte wahrscheinlich ein Gorilla durch meine Wohnung laufen und ich würde es nicht merken, ja, genau. weil ich so einen Fokus habe. Und dass Physiker dann so Sachen herausfinden, ist ja wirklich erstaunlich. Genau, und das war das Spannende. Da haben wir alle dann, und es war tatsächlich so, dass vorher im Bereich der Kosmologie haben relativ wenige Leute gearbeitet. Und danach war es tatsächlich so, dass alle Kosmologen gesagt haben, mit diesem Nachläuten des Urknalls ist das Big Bang-Modell, also das Modell von dem heißen Urknall, dass wir am Anfang einen heißen Urknall haben, dann expandiert alles. Das war wirklich der Punkt, an dem die meisten Kosmologen gesagt haben, es ist so. Und deswegen ist es heute das Standardmodell. Und alle Fragen, die wir hier jetzt betrachten, also das sind eigentlich Fragen, die innerhalb des Standardmodells gestellt werden. Die können auch nur innerhalb des Standardmodells gestellt werden. Also man macht erstmal die Voraussetzung, ja, es gab diesen heißen Urknall, alles ist expandiert und innerhalb dieses Rahmens stellen wir jetzt weitere Fragen. Okay, wenn es aber so ist, was ist dann mit der Frage und mit der Frage? Heißt das, es gibt auch Alternativen zu diesem Standardmodell? Es gab Alternativen zu diesem Standardmodell. Frage? Nein, das ist keine ketzerische Frage. Also tatsächlich gibt es und gab es Alternativen zum Standardmodell. Und allerdings ist einer der berühmtesten Widersacher, sagen wir, des Standardmodells, der ist tatsächlich im letzten Jahrzehnt, glaube ich, gestorben. Das war Fred Hoyle. Und der hat damals das Steady-State-Modell favorisiert. Und das Steady-State-Modell, das schaut so aus, dass eigentlich der ganze Kosmos schon immer so war und immer so sein wird. Und diese Expansionsbewegung hat er daraus erklärt, dass immer neue Materie entsteht irgendwo. Und dann hat er gesagt, na gut, dann alles weiter. Genau, die neue Materie entsteht und schiebt es mehr oder weniger auseinander, aber alles ist schon immer so gewesen. Und das ist mehr oder weniger so ein genereller Prozess. Und er hat gesagt, naja Leute, ihr könnt ja euren Urknall auch nicht erklären und ich kann halt nicht erklären, wieso die Materie da auf einmal entsteht, aber wir können beide eine Sache nicht erklären, wieso glaubt ihr nicht mein Modell? Also das war so ein bisschen seine Philosophie. Und tatsächlich ist das Ganze dann erst gekippt, als wir dieses Nachleuchten vom Mikrowellenhintergrund erklärt haben und dann auch immer genauere Messungen gemacht hat. Und da komme ich jetzt eigentlich ein bisschen auf dieses Ding da mal. Weil man hat dann im Mikrowellenhintergrund irgendwann mal in den 60er Jahren hat man festgestellt, wenn der Mikrowellenhintergrund, wenn der so gleichmäßig ist, also wenn ich überall die gleiche Temperatur messe, dann kriege ich keine Strukturen. Ich bekomme keine Galaxien, ich bekomme keine Planeten. Es bleibt immer Brei. Denn es bleibt immer gleichmäßiger, ganz gleichmäßiger Brei. Ja, das Plasma ist ganz gleichmäßig verteilt und die Gravitation hat nicht die Möglichkeit, Strukturen zusammenzuziehen. Und dann haben wir gesagt, na, es muss am Anfang Ungleichmäßigkeiten in diesem Mikrowellenhintergrund gegeben haben. Und du merkst schon, es ist wieder eine zweite Frage, die man stellt. Ja, wir sind schon in dem Modell und es ist eine zweite Frage, die Wissenschaftler stellen. Und man hat sich gefragt, woher kommen diese Inhomogenitäten? Also man muss das messen können im Mikrowellenhintergrund. Und das ist jetzt dieses Ding. Man hat dann festgestellt, leider ist es so, dass auf der Erde die Messungen im Mikrowellenbereich sind nicht so optimal, denn wir haben eine Atmosphäre und da gibt es nur gewisse Fenster, wo man Mikrowellen beobachten kann. Und dann hat man gesagt, man muss einen Satelliten hochschicken. Und das Ding ist natürlich nicht mit dem Satelliten hochgeflogen, aber das ist das Ingenieurmodell für das sogenannte Mikrowellenradiometer
von Smoot damals, von George Smoot. Und der hat jetzt Folgendes gemacht, der hat in zwei unterschiedliche Richtungen geschaut, 60-Grad-Winkel, und hat aus diesen beiden Richtungen Strahlungstemperaturen gemessen. Und der Witz ist, diese Strahlungstemperaturen anfangs, die waren total gering. Das war ein Hunderttausendstel Grad Strahlungstemperaturunterschied. Und 1992 hat er das wirklich zum ersten Mal gemessen. Und das ist jetzt diese Fluktuationen im Mikrowellenhintergrund, aus denen man tatsächlich rückschließen kann, wie war das Plasma damals verteilt, also dann nicht mehr das Plasma, sondern wie war die Materie damals verteilt und wie hat sich dann im Laufe der Zeit diese Klumpen gebildet, erst Sterne, dann Galaxien, dann größere Strukturen. Das hat das Bild so vervollständigt und das war eigentlich ein Experiment von 1992 damals. Und ist auch ganz interessant, weil George Smoot es selber ans Deutsche Museum gebracht hat. Er hat damals irgendwie, er hat damals 2006 einen Nobelpreis auch für das Experiment bekommen. Und damals hat er auch oft davon gesprochen, das Babybild vom Universum oder solche Dinge hat man oft irgendwie, so hat man das tituliert teilweise. Und es ist ja wirklich ein Bild vom Universum, also eine Karte vom Universum, im Grunde genommen 380.000 Jahre nach dem Urknall. Also vor das erste Bild vom Universum, kann man sagen. Wie groß war das Universum damals? Kann man so eine Frage überhaupt stellen? Ich weiß ja nicht, ob das so eine Frage ist, die gar keinen Sinn macht, weil wir sind ja in so verrückten... Ja, wie gesagt, man kommt immer von so Fragen, kommt man immer schnell natürlich irgendwie ins Erzählen. Ja? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Okay, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Wir sind ja jetzt bei 300. Nee, ich kann es aber kurz anreißen. Ja? Also es ist ja so, dass wenn man sagt, Information oder alles, was wir hier auf der Erde empfangen können, was wir sehen können draußen im Kosmos, kann sich nur mit Lichtgeschwindigkeit zu uns bewegen. Das heißt, wir können nur das sehen, was sich mit Lichtgeschwindigkeit zu uns bewegt haben kann, seit Beginn des Kosmos. Das heißt, selbst wenn der Kosmos unendlich ist, sehen wir nicht den ganzen Kosmos, sondern wir sehen nur einen gewissen Ausschnitt aus dem Kosmos, eine große Kugel um uns herum. Das, was zu uns hinguckt, nicht was von uns wegläuft. Eigentlich nicht. Also man sieht einfach, also wie gesagt, von diesen Objekten kommt Licht zu uns, kommen vielleicht auch Gravitationswellen zu uns, kommt irgendwas zu uns, das, was wir sehen können. Und das kann maximal mit Lichtgeschwindigkeit kommen. Das heißt, Dinge, die zu weit außen liegen, die können uns noch nicht erreicht haben seit dem Urknall. Das heißt, wir sehen nur eine gewisse Blase in dem Kosmos. Und oft, wenn von Größe des Kosmos gesprochen wird, wird von dieser Blase gesprochen. Also das, was wir maximal eigentlich überhaupt sehen können. Das, was wir beobachten können mit unseren Messgeräten. So. Genau. Was darüber hinausgeht, weiß man einfach nicht. Da müssen dann auch Wissenschaftler sagen, kann sein, kann nicht sein, keine Ahnung. Genau, also man weiß nicht, ob der Kosmos unendlich ist, man weiß, dass die Krümmung fast null ist. Das bedeutet, die Krümmung ist fast null, das bedeutet, dass er unendlich sein kann. Es bedeutet aber auch, dass es eventuell andere topologische Formen haben kann, die Krümmung null haben. Also das ist ein bisschen ein schwieriges Problem, man weiß es nicht im Endeffekt. Also, aber wenn man jetzt von dieser Blase ausgeht, man hat also diese Blase und dann war diese Blase damals 1000-mal kleiner einfach. Also der Kosmos damals war 1000-mal kleiner, als er heute ist. Und die Wellenlängen waren 1000-mal kürzer, damit auch. Und alles war 1000-mal dichter gedrängt. Also so kann man sich das vorstellen. So, genau. Okay. Und durch das, was da entdeckt wurde, diese Bewegung so in Grüppchen hin, hat dann dazu geführt, dass das Universum die Form langsam angenommen hat, die wir jetzt kennen. Genau. Also man muss sich vorstellen, es gab einfach dichtere Bereiche dann. Und die dichteren Bereiche haben sich dann durch die Gravitation zusammengezogen. Das ist der Grund, wieso wir hier auf der Erde stehen. Also uns zieht es ja auch zur Erde hin, durch die Schwerkraft einfach. Und eine große Masse zieht einfach Sachen an. Das heißt, wenn ich irgendwo eine dickere Masse habe im Kosmos, dann zieht die andere Sachen an und ballt sich zusammen und so weiter. Und irgendwann ist es so, dass diese Ballen so dick geworden sind, dass die ersten Sterne entstanden sind. Das ist nach 200
Millionen Jahren, sowas nimmt man an, sind die ersten Sterne entstanden. Das ist heiß geworden in den Sternen, die haben sich zusammengebaut als heiß gewordene Sterne. Und die ersten Sterne waren ganz lichtstarke, heiße Sterne, nach ca. 200 Millionen Jahren. Und dann im Laufe der Zeit sind diese Sterne teilweise explodiert in Supernovae, die haben keine so lange Lebenszeit gehabt. Neue Sterne sind entstanden und die haben sich in Galaxien angeordnet und die Galaxien in Galaxiencluster und diesen ganzen Zirkus, den wir heute eigentlich im Kosmos haben. Und irgendwann sind wir hier angekommen und fangen mit dem Urknall an und sind hier, die Kamera kann ja einmal rumschwenken, ne? Wir sind hier angekommen. Und da geht es noch sehr viel weiter. Wir haben da dann 1 Milliarde Jahre, 5 Milliarden Jahre und es geht auch noch in die Zukunft. Wer sich das alles angucken will, der muss warten, bis das Deutsche Museum wieder aufmacht, hoffentlich irgendwann und bald. Und das war eine unglaublich spannende Führung. Vielen, vielen Dank. Vor allem, es sind Dinge, die man sich irgendwie nicht vorstellen kann, aber wenn man sie einmal erklärt bekommt, dann verändert das dann doch die ganze Art, wie man sich die Welt anguckt und die Sterne anguckt und sich selbst anguckt. Und das ist wahrscheinlich auch die Faszination. Und wie ging das alles los und warum sind wir hier? Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch alle, die im Livestream dabei waren. Das war richtig toll. Und liebe Grüße und guckt abends in die Sterne. Das ist ein richtig tolles Gefühl. Ja, und kommen Sie ins Deutsche Museum. Wenn es wieder offen ist natürlich. Und bis dahin bleibst du daheim. Genau. Sehr gut.